Der FC Bayern München gegen Real Madrid, der absolute Champions League-Kracher im Viertelfinale. Heute gibt's meine große Bayern-Prognose, mein Champions League-Tipp und natürlich auch die mögliche Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany für dieses Mega-Duell. Der Bundesliga-Tabellenführer Bayern München trifft auf den zweiten der La Liga, Real Madrid. Heißt also, hier treffen aktuell zwei der besten Teams der Welt direkt aufeinander. Servus liebe FC Bayern Fans und Fußballfreunde. Ja, was für ein Champions League Topspiel. In diesem Video bekommst du alle wichtigen Infos zum Auswärtsspiel der Bayern bei Real Madrid. Meine Einschätzung zum Spiel Real gegen Bayern und natürlich meine mögliche Startelf von Vincent Kompany plus die mögliche Real Madrid Aufstellung. Wie sieht deine Prognose für den FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League aus? Schreib mir deinen Tipp auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn dir das Bayern-Video gefällt, lass unbedingt einen Daumen nach oben da. Gemeinsam knacken wir die 100 Likes. Und vergiss nicht, Werners Fußballecke zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein neues FC Bayern-Video mehr von mir verpasst. Dann starten wir jetzt rein in meine Champions League Prognose für Real Madrid gegen den FC Bayern. Und wir werfen direkt einen ersten Blick auf die mögliche Bayern-Aufstellung. Bevor wir aber gleich tiefer natürlich in die Kompany-Taktik eintauchen, gibt es erst noch ein paar richtig spannende Fakten rund um beide Teams, damit ihr genau wisst, was uns in Madrid erwartet. Hier sehen wir den Weg von Real Madrid und den Bayern ins Champions League Viertelfinale. Was sofort auffällt, Real hat 2 Spiele mehr als der FC Bayern. Real musste sich nämlich erst noch für das Achtelfinale qualifizieren. Das haben sie dann aber auch gegen Benfica Lissabon ohne große Probleme geschafft. Trotzdem, Real kassierte 3 Niederlagen in der Champions League Ligaphase. Auswärts beim FC Liverpool, zu Hause gegen Manchester City und im letzten Ligaphasenspiel auswärts bei Benfica. Dann aber hat Real Madrid im Achtelfinale gegen Manchester City gezeigt, warum sie auch dieses Jahr wieder zu den Top-Favoriten auf den Champions League-Titel gehören. 2 richtig starke Spiele gegen das Team von Pep Guardiola und damit steht Real natürlich absolut verdient im Viertelfinale. Und was macht der FC Bayern? Die Bayern spielen bisher eine überragende Saison in der Königsklasse. Nur eine Niederlage, ja, gegen Arsenal London. Da Bayern in der Ligaphase Zweiter hinter Arsenal wurde, haben sie jetzt bis inklusive Halbfinale immer das Heimrecht im Rückspiel. Und das kann ein riesiger Vorteil sein. Gerade wenn man vielleicht das Hinspiel knapp verliert, zu Hause in der Allianz Arena mit den eigenen Fans im Rücken, kann Bayern jedes Spiel noch drehen. Insgesamt stehen die Bayern bei 9 Siegen und nur einer Niederlage und damit natürlich absolut verdient im Viertelfinale der Champions League. Und ganz ehrlich, Real gegen Bayern, viel besser geht's aktuell im Weltfußball kaum. Wenn man sich die letzten 6 Ligaspiele beider Teams anschaut, sieht man aber auch, Real Madrid ist in dieser Saison definitiv schlagbar. Egal ob zu Hause oder auswärts. Nach der Niederlage am Samstag bei Mallorca liegt Real aktuell mit 7 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona auf Platz 2 in der La Liga. Und das war bereits die 3. Niederlage in den letzten 6 Ligaspielen. Ganz ehrlich, souverän sieht anders aus. Und beim FC Bayern, da sieht das Ganze aktuell komplett anders aus. Klar, das Spiel in Freiburg war nicht das Beste der Saison. Aber ein 0:2 Rückstand in den letzten 28 Minuten noch in einen 3:2 Auswärtssieg zu drehen, das musst du erstmal schaffen. Und sowas kurz vor einem Champions League Kracher gegen Real zu schaffen, ist alles andere als selbstverständlich. Da hat man wieder gesehen, die Bayern-Spieler wollen wirklich jedes Spiel gewinnen und sie wollen immer mehr Tore schießen. Also wirklich mega Respekt an Bayern-Trainer Vincent Kompany und sein Team. Mega Job bis jetzt. Zur Info für alle Real-Fans, die letzte Bundesliga-Niederlage der Bayern war am 19. Spieltag beim 1:2 zu Hause gegen Augsburg.
Danach holte Bayern 7 Siege und 2 Unentschieden. Und dass die Bayern gerne Tore schießen, sieht man auch hier. In den letzten 6 Bundesligaspielen haben sie starke 18 Tore erzielt bei nur 8 Gegentoren. Real Madrid kommt im gleichen Zeitraum auf 11 Tore in den letzten 6 La Liga-Spielen. Aber ehrlich gesagt, für so ein hochkarätig besetztes Team wie Real ist das eigentlich nicht viel. Vor allem gegen Gegner wie Mallorca, Getafe oder Osasuna. Heißt für mich, wenn Bayern so konzentriert auftritt wie in der Champions League, zum Beispiel gegen PSG, dann ist das Halbfinale auf jeden Fall drinne. Also klar, Respekt sollte Bayern vor Real haben, aber mehr auch nicht. Denn wenn man sich aktuell die erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber von Real und Bayern in allen Wettbewerben anschaut, wird sofort klar, was das Tore-Schießen angeht, gehört der FC Bayern aktuell zu den besten Teams der Welt. Real Madrid hat in 46 Saisonspielen 102 Tore erzielt und 51 Gegentore kassiert. Der FC Bayern kommt in 43 Spielen auf unglaubliche 146 Toren bei nur 43 Gegentoren. Das heißt, nicht nur die Bayern-Offensive ist überragend, auch die Abwehr und das komplette Team spielen eine absolute Top-Saison. Natürlich sind auch die Zahlen von Realspielern wie Kylian Mbappé oder Vinicius Junior überragend. Aber der Unterschied, Bayern hat nicht nur einen Harry Kane. Kane spielt eine absolute Megasaison mit 48 Toren in 40 Spielen und für mich ist er auch aktuell der beste Stürmer der Welt. Aber dann hast du eben auch noch einen Luis Diaz mit 22 Toren und 18 Vorlagen und ja, wahrscheinlich aktuell den besten Rechtsaußen der Welt, Michael Olise. Auch Olise steht bei 16 Toren und unglaublichen 28 Vorlagen. Das bedeutet, er ist an insgesamt 44 Bayern-Toren direkt beteiligt. Eine absolut krasse Quote. Dazu kommen dann noch natürlich Spieler wie Lennart Kahl oder Serge Gnabry. Gerade Lennart Kahl hat gegen Freiburg wieder gezeigt, wie wichtig er für die Bayern ist. Und das gerade einmal mit 18 Jahren. Also eines ist sicher, Real Madrid gegen den FC Bayern wird zu 1000% kein 0:0 Spiel werden. Versprochen. So, liebe FC Bayern und Fußballfreunde, jetzt schauen wir uns mal die mögliche Kompanie-Aufstellung gegen Real Madrid ganz genau an. Und das hier wäre aktuell wohl die beste Bayern-Startelf von Trainer Vincent Kompany für das Champions League Hinspiel bei Real Madrid. Erstmal hoffen natürlich alle, dass Superstürmer Harry Kane von Beginn an spielen kann. Dazu ist Manuel Neuer ja auch wieder fit und hat seine Sache gegen Freiburg bis auf das 0:2 wirklich schon wieder sehr gut gemacht. Und ja, auch defensiv gibt es aktuell nicht unbedingt viel Besseres im Weltfußball. Heißt konkret, links in der Defensive auf jeden Fall Konrad Laimer. In der Innenverteidigung Jonathan Tah zusammen mit Dayot Upamecano. Und auf rechts auch wieder mit Josip Stanisic spielen. Auch diese Abwehr ist ein absoluter Garant für den aktuellen Erfolg des FC Bayern. Wie vorhin schon gesagt, nur 43 Gegentoren in 43 Spielen. Das ist schon eine richtig starke Bilanz. Und dazu kommen natürlich richtig spannende Duelle. Upamecano bzw. Tah gegen Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Mit Alphonso Davies hat Kompany außerdem wieder eine zusätzliche Option für die linke Seite. Sein Tempo und sein Offensivdrang können gegen Real noch richtig extrem wichtig werden. Allerdings wird Davies genauso wie Kim oder Eto'o eher Option für die zweite Halbzeit sein. Also ganz ehrlich, mit dieser Bayern-Abwehr habe ich erstmal keine Sorgen gegen Real Madrid. So, dann gehen wir mal ins zentrale Mittelfeld. Da sind natürlich Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic gesetzt. Gerade Pavlovic hat sich in dieser Saison nochmal extrem gesteigert und ist eigentlich gar nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Seine Ruhe am Ball, seine Passqualität und sein Spielverständnis sind einfach überragend. Und dazu natürlich Kimmich als absoluter Chef
im Bayern-Spiel. Kompany hat mit Leon Goretzka und natürlich auch Tom Bischoff weitere Optionen, je nach Spielverlauf dann eher für die zweite Halbzeit. Gerade Bischoff hat gegen Freiburg mit seinen 2 wichtigen Toren gezeigt, dass man sich auf ihn auf jeden Fall verlassen kann. Und jetzt kommen wir zu dieser Bayern-Offensive und ganz ehrlich, darum beneidet uns aktuell die halbe Fußballwelt. Natürlich so Spieler wie Linksaußen Luis Diaz, seine Dribbelstärke, seine Schnelligkeit und seine Torgefahr machen ihn aktuell zu einem der besten Spieler auf dieser Position weltweit. Auf der 10er-Position würde ich erstmal Lennart Kahl in die Startelf nehmen. Immerhin steht er schon bei 4 Toren und 2 Vorlagen in nur 7 Champions League Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade ein Lennart Kahl Real Madrid zeigen will, was er drauf hat. Und dann, endlich wieder fit, ja, Jamal Musiala. Allerdings wird Kompany ihn wahrscheinlich erstmal wieder in der zweiten Halbzeit bringen. Und das ist auch absolut verständlich. Musiala muss erstmal wieder zu 100% fit werden und ins Spiel reinkommen. Lieber langsam aufbauen, als direkt wieder ein Risiko einzugehen. Klar, mit Serge Gnabry hat Kompany auch noch einen weiteren starken Kandidaten für die 10er-Position, auch für die Startelf. Ich persönlich würde ihn aber eher als Joker für die zweite Halbzeit bringen, wenn nochmal frische Impulse und zusätzliche Torgefahr gebraucht werden. Auf rechts außen ist natürlich Michael Olise gesetzt. Gegen Freiburg hatte er direkt nach seiner Einwechslung eine riesige Torchance und hat dann immerhin die Vorlage zum 2:2 durch Tom Bischoff geliefert. Und mit Michael Olise in seiner aktuellen Form wird Real Madrid definitiv seine Probleme bekommen. Garantiert. Und vorne, da hoffen wir natürlich alle auf Harry Kane. 10 Champions League Tore in 9 Spielen und insgesamt 48 Tore in 40 Saisonspielen. Das spricht einfach für sich. Gib Kane 2 Torchancen und er macht dir daraus gefühlt 3 Tore. Mit einem fitten Harry Kane steigen die Chancen auf einen Bayern-Sieg in Madrid natürlich enorm. Also Daumen drücken, dass er wieder rechtzeitig fit wird. Und ja, im Gegensatz zur Bundesliga, wo Nicolas Jackson gesperrt war, könnte Kompany ihn gegen Real Madrid wieder einsetzen. Aber ganz ehrlich, Harry Kane wird alles dafür tun, um von Anfang an spielen zu können. Also ja, liebe Fußballfreunde, das wäre mit Kane aktuell die bestmögliche Bayern-Startelf. Und seien wir mal ehrlich, diese Bayern-Elf kann jedes Team der Welt schlagen. So, bevor wir gleich noch über die mögliche Kompany-Taktik sprechen, schauen wir uns natürlich auch noch mal kurz die mögliche Aufstellung von Realtrainer Alvaro Arbeloa an. Und ja, auch diese Startelf von Real Madrid ist natürlich absolut stark. Gut, da Torwart Courtois verletzt fehlt, wird Lunin im Tor stehen. Diese Abwehr hier war auch die Startelf bei der 1:2 Niederlage auswärts bei Mallorca. Natürlich wird das nicht einfach für die Bayern-Offensive, bei Spielern wie Carreras, Huijsen, Rüdiger oder auch Alexander Arnold. Aber bei aktuell 5 Niederlagen in der La Liga und 3 Niederlagen in der Champions League ist diese Realabwehr definitiv nicht komplett sattelfest. Im Mittelfeld könnte aus dem Duo Camavinga und Tchouaméni zusammen mit Valverde ein kompaktes Dreier-Mittelfeld entstehen. Das muss man natürlich im Spiel dann abwarten. Und vorne mit Güller, Vinicius Junior und Kylian Mbappé ebenfalls eine absolute Top-Offensive. Also wie gesagt, Bayern muss mit Respekt in dieses Spiel gehen, aber Angst haben? Nein, ganz im Gegenteil. Und genau das wird Vincent Kompany seinen Spielern auch mitgeben. Der FC Bayern muss so auftreten, zum Beispiel wie beim Auswärtsspiel bei PSG. Vielleicht nicht über das komplette Spielfeld Mann gegen Mann, aber Bayern muss sein eigenes Spiel durchziehen, bloß nicht verstecken oder nur auf Konter spielen. Mit so einer Offensive Luis Diaz, Lennart Kahl, Michael Olise und natürlich hoffen wir Harry Kane, musst du deine Stärken auch ausspielen und ja, nutzen. Und die Offensive,
kann sich diese Saison zu 100% auf die Defensive verlassen. Das gibt dem gesamten Team nochmal extra Stabilität. Also Bayern-Spielern, zeigt es Real Madrid. Ja, liebe Bayern- und Fußballfans, uns erwarten 2 richtig spannende Champions-League-Spiele zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München. Und jetzt mein Tipp, mein Champions-League-Tipp für das Hinspiel bei Real Madrid gegen Bayern München ist ein 2:1 Auswärtssieg, ja, für den FC Bayern. Das wäre natürlich eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche in der Allianz Arena. Also, was ist dein Tipp für Real gegen Bayern? Schreib deine Champions League Prognose auf jeden Fall in die Kommentare. Dann heißt es Daumen drücken am Dienstag, bleibt sportlich und wir sehen uns im nächsten Bayern-Video auf Werners Fußballecke. Also bis dann, tschüss.